Was ist anders beim Lernen mit Zoom? Im Vergleich zur Präsenzlehre weist Zoom mehrere Besonderheiten auf. Erstens entsteht durch die Platzierung der Kamera oberhalb des Bildschirms der Eindruck, dass alle anderen mich anschauen oder zumindest geschlossen in meine Richtung blicken. Dadurch ist keine gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit möglich. Kein Wir schauen in dieselbe Richtung auf dasselbe Ereignis. Damit zusammenhängend ist zweitens die reduzierte Möglichkeit zur gemeinsamen Koordination, Fachbegriff Turntaking, aufgrund technischer Verzögerungen und Hemmschwellen wie beispielsweise leicht übersehbare Handmeldungen oder dem Freischalten des Mikrofons. Dies wird außerdem dadurch verstärkt, dass wir bei der Medienrezeption weniger mimische Aktivität zeigen und generell weniger aktiv am Geschehen teilnehmen. Evolutionär neigen wir dazu, die Abwesenheit von Mimik beim Gegenüber als Feindseligkeit auszulegen. So reagieren bereits Babys mit deutlich sichtbarer Verunsicherung auf Mütter, die keine mimischen Reaktionen auf ihr Kind zeigen. So finden sich in Zoom-Veranstaltungen weniger Wortmeldungen und Nachfragen, vielleicht auch aus der Angst, dann für alle ZuschauerInnen sichtbar zu werden. Dies wird zusätzlich verstärkt durch die Tatsache, dass die TeilnehmerInnen auch sich selbst als eine der Kacheln sehen, was bei manchen Lernenden zu unangenehmer Selbstaufmerksamkeit führen kann. Weiterhin ist drittens durch die Einschränkung des Bilds nur ein Teil des Körpers sichtbar, was zur Einschränkung bei der Kommunikation über Gesten und Körpersprache führen kann. Viertens kann es durch eine schlechte Internetverbindung zu Störungen und Verlangsamungen bei der Signalübertragung kommen. Dies kann die Aufmerksamkeit und Koordination mit anderen TeilnehmerInnen zusätzlich erschweren. Zudem kann die Lehrkraft fünftens anhand des Blicks der TeilnehmerInnen auf dem Bildschirm nicht wissen, ob diese gerade wirklich der Veranstaltung folgen oder nicht doch ein anderes Medienangebot rezipieren. So scheint das Bedürfnis nach Ablenkung größer und die Hemmschwelle aufgrund mangelnder Entdeckungsgefahr geringer zu sein als in der Präsenzlehre. Sechstens sind die Erwartungen von Studierenden an die digitale Lehre durch TED-Talks und ein großes Edutainment-Angebot auf Online-Plattformen wie YouTube vergleichsweise hoch. Zusammenfassung. Allgemein lässt sich sagen, dass Lernen mit Zoom die Möglichkeiten zum Feedback über den Zustand des Gegenübers einschränkt. Unglücklicherweise wird aber gleichzeitig aufgrund der räumlichen Trennung der Teilnehmenden und dem hohen Störungspotenzial durch andere Medien sowie die physische Umwelt der Bedarf nach eben diesem Feedback erhöht. Gerade Lernen ist hier besonders gefährdet, denn Feedback ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Überprüfung des Lernerfolgs. Deshalb ist der Einsatz aktivierender Methoden wie Umfragen, Breakout Rooms oder Feedback in der Online-Lehre in seiner Wirkung nicht zu unterschätzen. Für eine Übersicht unterschiedlicher kurzer Aktivierungsmethoden in vornehmlich kleinen Lehrveranstaltungen empfehle ich das Münchner Aktivierungsschema von Bege und Antosch Pardon. Befunde zur Lehre mit Zoom. Bei einer Befragung an der Universität von San Francisco gaben 80% der befragten Studierenden an, dass es ihnen unter Zoom-Bedingungen schwerer fällt, ihre Aufmerksamkeit auf den Unterricht zu fokussieren. Zusätzlich ist es nicht allen Studierenden möglich, sich zu Hause ein ruhiges und ungestörtes Arbeitsumfeld zu schaffen. Bauarbeiten, Mitbewohner, Straßenlärm und andere Störungsquellen erschweren es, dem Unterricht aufmerksam zu folgen. Nur 6% der Befragten bevorzugten diese Art des Unterrichts. Ein Problemfeld der digitalen Lehre sind ergonomische Probleme, beispielsweise Nacken-, Rücken- und Augenschmerzen aufgrund ungenügender Ausrüstung. Eine gebückte Haltung kann darüber hinaus auch psychische Konsequenzen haben, zum Beispiel, dass negative Erinnerungen leichter und häufiger abgerufen werden, was Lernprozesse verlangsamt. Derartige Zusammenhänge werden unter dem Fachbegriff Embodiment bzw. Embodied Perception untersucht. Auch der mit der Distanzlehre einhergehende Bewegungsmangel führt zu einer Verschlechterung der Lernleistung, insbesondere der Aufmerksamkeit. Außerdem kam es bei der digitalen Distanzlehre zu Beginn der Corona-Pandemie zusätzlich vermehrt zu psychischen Problemen wie Isolation, Depression und Angstzuständen, bei denen sich aber nicht sagen lässt, zu welchem Teil diese durch die Distanzlehre oder durch die äußeren Umstände verursacht wurden. Interventionen für Studierende. Erstens. Eine Verbesserung von subjektiv berichteter Aufmerksamkeit, Energie und Involviertheit kann bereits dadurch erzeugt werden, dass die Teilnehmerinnen angehalten werden, die gleiche Intensität von mimischen und körperlichen Reaktionen zuzulassen wie in einem Face-to-Face-Gespräch. Nicken bei Zustimmung, Kopfschütteln bei Ablehnung. Zweitens. Eine weitere Form der Aktivierung ist das Anfertigen von schriftlichen Vorlesungsnotizen, egal ob handschriftlich oder am Computer. Drittens. Ebenfalls hilfreich ist das Abstellen aller Alarme
und das Festlegen konkreter Zeiten zum Check der Benachrichtigungen zur Vermeidung von Media Multitasking. Interventionen für Lehrende. Auch für Lehrkräfte bedeutet die Lehre mit Zoom eine massive Umstellung. Besonders problematisch ist hier das Problem der schwarzen Kacheln. Oft werden diese mit mangelndem Interesse auf Seiten der Studierenden assoziiert. Jedoch wird dabei übersehen, dass es auch andere Gründe für das Abschalten der Kamera gibt. So sind schwarze Kacheln häufig nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom des Problems der digitalen Lehre, nämlich der unpersönlichen Lernsituation. Hier kann auf 2 Wegen interveniert werden: den Studierenden die Ängste und Sorgen zu nehmen und die Studierende für die Perspektive der Lehrenden zu sensibilisieren. Erstens. Hinsichtlich der Ängste und Sorgen kann es helfen, die Hürden, zum Beispiel die Angst und Anspannung, sich durch das eigene Bild, das man abgibt, zu blamieren, zu besprechen und technische Hilfen in Form virtueller Hintergründe zur Sicherstellung der Privatsphäre zu demonstrieren. Vor allem gilt es, die vermeintliche Sinnlosigkeit der Kamerafreischaltung zu bekämpfen. Zum Beispiel, indem im Rahmen von Vorstellungsrunden oder Spielen die eigenen Haustiere oder bestimmte Gegenstände in die Kamera gehalten werden und regelmäßige Kleingruppenarbeiten stattfinden. Ein besonders beliebtes Spiel mit Webcams ist Alle die. Hierbei wird durch das Ein- bzw. Ausschalten der Kamera die Zustimmung zu einer Aussage gegeben. Zum Beispiel alle, die gerade bei ihren Eltern zu Hause sind oder alle, die noch nicht ganz wach sind. Vermutlich ist dieses Spiel deshalb so beliebt, weil die Studierenden hier auch viel über ihre Kommilitonen und die Dozierenden erfahren können. Zweitens. Hinsichtlich der Sensibilisierung der Studierenden für die Perspektive der Lehrenden führt kein Weg an einer Selbstoffenbarung vorbei. Die Lehrenden wollen schließlich etwas von ihren Studierenden, die davon überzeugt werden müssen, ihrem Wunsch nachzukommen. Hierzu gehört auch, die eigene Verunsicherung zu thematisieren. Wer sein Gegenüber nicht sieht, erhält kein Feedback, fühlt sich einsam und hat kein Gefühl, an einer gemeinsamen Tätigkeit teilzuhaben. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu verdeutlichen, stellt die paradoxe Intervention dar, bei der die Lehrkraft selbst die eigene Webcam ausschaltet, um den Studierenden deutlich zu machen, wie sich dieses schwarze Loch der Kommunikation anfühlt. Von Drohungen wie sofort alle Webcams an oder die Vorlesung ist beendet, ist dringend abzuraten, da dies die Beziehung von Lehrenden und Studierenden und damit die Grundlage eines erfolgreichen Wissenstransfers, die soziale Eingebundenheit, massiv beschädigt.